Hallo und herzlich willkommen bei The Butterfly Sign. Ein Spiel, das jetzt kürzlich auf Steam veröffentlicht worden ist, und es handelt sich um eine Detektivgeschichte, in dem wir irgendein experimentelles Medikament einnehmen und tief in unseren Verstand eindringen. Und ich habe ja schon so ein paar Games auf meinem Kanal, wo man in der Gedankenwelt oder im Verstand des Protagonisten spielt. Und ich mag diese Spiele sehr gern, weil man meistens diesen surrealen Aspekt dabei hat, wo man nie weiß, was jetzt als nächstes passiert. Das mag ich. Neues Spiel. Ja, das habe ich ja gerade gesagt. The Butterfly Sign, Chapter 1, Necessarily Evil. Necessary Evil, meine ich. Das nötige Übel, böse. Sind wir das gerade auf dem Bild gewesen? Is Rammex protocol activated? Title stage 2, activate memory buffer. Romanov? There are complications. What fucking complications? Who are these people? What the hell is going on here? Why are they setting fire to the asylum? It's not part of the plan. It is necessary. There is no other choice. Do you realize what you're doing? Years of research, and you're gonna give up just like that? Sometimes a small evil is worth a greater good. Everything we've been doing for the last 5 years is a complete fraud. Rammex must be destroyed. She died because of it. I won't let my creation hurt anyone else. Not this time. Okay. Ist Rammex dieses Programm? It's a true evil. It is a necessary evil. So heißt das Chapter. So ein Zufall. Okay. Jack? Jack, can you hear me? Where am I? Everything is fine, Jack. You're safe. Don't try to get up. You'll get a severe concussion and a large burn in your arm. Das ist irgendwie unbequem. Bin ich da an einem Kreuz festgenagelt? Everything seems foggy. Oder zumindest festgebunden? You don't remember, do you? Let me introduce myself then. One more time, I am Dr. Romanov, your attendant physician. We found you on the road to the Memority Asylum. Memority? Never heard of it. Yes, you did. You just don't remember. You were there, Jack. You came from the asylum. They developed an experimental drug there, Rammex. I'm sorry for tying you down. Please understand, we know nothing about your intentions or who you are. People who lost their memory were treated at Memority, but someone didn't like it. Someone set fire to the asylum and stole all the samples 3 days ago. This person killed the entire staff and every patient there. All of them, Jack. Every single one. The asylum was burned to the ground. Nobody could find anything, and then suddenly, you appeared. The sole survivor. Ich erinnere mich nicht daran, was Sie sagen. I don't remember a thing of what you're talking about. Well, you were seriously injured, so your memory jumbled up. Your head is now in chaos. It's not easy to restore it now, but you are the only witness of everything that happened. Was wollen Sie hinaus, Doc? Was? Vermuten Sie mich, oder? Das ergibt keinen Sinn! Ich bin daran nicht beteiligt. Vermuten Sie mich, oder? Also wahrscheinlich verdächtigen soll es heißen. Ich sag mal, vermuten Sie mich, oder? Do you suspect me? Ja, heißt's. I was one of Rammex's leading developers. My colleagues and I attended a conference when the asylum was attacked. We couldn't get over the shock when we heard of it. And then you appeared, and all of my colleagues decided you were involved in that attack. It's some kind of misunderstanding! Let me go! I cannot. Now you are very important for the investigation. Warum wollen Sie mir nicht erzählen, was passiert ist? Hat er doch gerade. Wo denn befinden wir uns? Das klingt voll seltsam.
Wo the heck denn are we? befinden wir uns? I'm sorry, Jack, but I can't tell you everything. Rammex was supposed to be a revolution in memory treatment, a new milestone in the history of healthcare. Look, Jack, we are far, very far from civilization, and believe me, nobody will bother to come here. This is why we've chosen this place for Rammex development. This asylum belongs to a very rich man, and he won't be happy hearing that the work of his life and millions of budget have gone to waste. But you can prove you are innocent. Rammex will help you. It will immerse you deep into your mind and restore everything that happened. Aha. Ach, wie schön. Ich werde es nicht einnehmen. Gut, ich nehme das Präparat ein. Ja, klar, warum nicht? Amateur. Achtung, in diesem Modus sind die Steam-Errungenschaften deaktiviert. Oh nein, du suchst keine Herausforderung, du willst nur die Story. Du hast eine... Achso, ich kann da... Empfohlen für erfahrene Spieler, du hast 6 Versuche für die Ermittlung. Die korrekte Auswahl stellt Versuche wieder her. Der Computer benötigt Passwörter. Die Konzentration regeneriert sich schnell. Wir Masochisten. Ich glaube, ich nehme den zweiten. Praktikant. Ja. Aber warum überhaupt der Gedächtnisverlust? Also, waren wir jetzt schon mal in Behandlung mit diesem Rammex oder ist es jetzt das erste Mal? Weil vielleicht verursacht dieses Rammex ja diesen Gedächtnisverlust. Ich bin gespannt. Yay, Blutbahn, ich freue mich. Hui! Das heißt, hatten wir einen Autounfall wahrscheinlich auf dem Weg zum... The road was blocked by a tree that fell after the last storm, so I had no choice but to continue on foot. I could see the asylum in the distance, and my way led through a long abandoned trail. A gentle wind was blowing from the west, and the sun was about to dip over the horizon. Das hat aber schön gesagt. It's impossible. Everything is so real. Mhm. Okay, das heißt, wir begeben uns gerade auf dem Weg von diesem Unfall zum Asylum. Wobei ich mich frage, was wollten wir hier? Ich glaube, das ist auch einer der Rätsel, die wir auflösen müssen. Da oben ist es, oder? Ich schätze mal schon. Es ist voll hübsch. Erinnert mich ein bisschen an wie hieß das Spiel? Ethan Carter, genau, so hieß das Spiel, oder? Ethan Carter? Ich glaube, ja. War ja auch so ähnlich, vom Prinzip her, auch so eine Detektivgeschichte. Tolles Spiel. Kann ich eigentlich? Okay, ich kann rennen. Passt. I feel the wind on my skin. Hear the rustle of grass as if I'm right here. No. All of this seems incredible. It's like I'm dreaming. Ich glaube, es ist so ähnlich. Jack, focus. It's very important. Okay. Bist du jetzt meine Stimme aus dem Off? Meine Erzählerstimme? Ein Russe? Okay, damit kann ich leben. Cannot be so real. Ich würde gerne ein Picknick machen hier. Muss ich jetzt eigentlich... Ich meine, wenn ich jetzt in meinen Gedanken bin, muss ich mich dann an den Ablauf halten oder kann ich was verändern? Ich habe unendliche Ausdauer, das ist voll schön. Echt, muss ich jetzt den ganzen Weg bis da oben rauf? Felsen, Vorsicht. Was passiert, wenn ich bei meiner Erinnerung sterbe? Und habe ich das richtig verstanden? Ich habe 6 Versuche, um gewisse Rätsel zu lösen. Das heißt, ich... Okay. Jack, do you remember how long it took you to get to the asylum? Not sure, but judging by the distance, probably an hour. Jack, stop wasting time. What you are doing is very important to us, and you. We should deal with it in the shortest time possible. Try to rewind your memories and get to the point where you're already approaching memority. Okay. Ich muss dich konzentrieren. How? Focus, Jack. This is your brain, your memories. Just let them guide you.
Okay. Habe ich es geschafft? Habe ich gespult? Memority. Muss ich darüber? Vor allem, da das Spiel ja The Butterfly Sign heißt. Bei Schmetterling denkt man ja automatisch Tall an... mountains on my right. Their snowcaps shone brightly, reflecting the sunset light. It was foggy, but I could see Memority clearly. I remember this landscape. It widgeted itself deep into my memory many years ago when I visited Memority for the first time. Darf ich jetzt was sagen? Okay, bei Schmetterling denkt man immer an den Schmetterlingseffekt. Und deswegen, vielleicht ist es hier auch so, dass wir gewisse kleine Änderungen machen und damit die Zukunft beeinflussen. Ich habe keine Ahnung. Was ja eigentlich gar nicht möglich ist. Wir sind ja nur in unserer Gedankenwelt. Wir können ja nicht die Realität beeinflussen. Oder etwa doch? I remember, at the edge of the cliff, I saw a lone tree. It grew on the very edge and seemed just about to fall down, just like I could. Oh. But the mighty roots held its heavy crown firmly, and the tree remained still. Hübsch. Are you afraid of heights? No, but such a height could make anyone dizzy. Ich find's hübsch. Voll schön. Und irgendein reicher Kerl hat hier das Ding hingebaut, okay? Und dann beschlossen, Rammex zu gründen. Oder zu erschaffen. Ist das jetzt eine Pille oder ist das eine Spritze? Ich habe keine Ahnung. Warum frage ich überhaupt? Es ist sehr neblig und es ist kalt. Oh Mann. Aber wir sind gleich da. Oh Gott. Hallo. Keine Angst. Ich will euch doch nur essen. Ich habe seit Tagen nichts gegessen. Oh Mann. Schade. Later, the fog cleared a little. Kilometers, miles around. Everything was fully open to my view. Das heißt, eigentlich sind wir in einer Art von Wachzustand, weil wir können ja anscheinend mit diesem Romanov reden. Sieht er das, was ich sehe, oder muss er darauf plädieren, was ich erzähle? I saw a rusted sign. It told me I was almost there. Aber warum war ich hier auf dem Weg? Was wollte ich hier? Ich habe keine Ahnung. Oh. Okay. I remember a cableway on my right. The cables went very far, so it was unclear where it led. Ist da unten eine Stadt oder ein Dorf? Warte mal, ich konnte da irgendwas machen. Da war ja gerade ein Handsymbol. Hallo? Da jemand drin? Ich glaube nicht. Okay. Weiter geht's. Yay, Sprinter. Ich habe eine Errungenschaft. Ich freue mich. An old fountain, abandoned and overgrown with grass on my left. It probably pleased the eye with its beauty and crystal clear mountain water a long time ago, but time didn't spare it. Time spares no one at all. Yes, it's hard to argue with this. Okay. Finally, I approached Memority. I saw neither a high gate nor massive doors. I probably came to the backyard of the asylum. I had to get in somehow. Und wir werden da reinkommen. Irgendwie. How do you manage to do that? Keine Ahnung. I don't remember. Or at least I don't know that yet. I need to find a way inside. Warum ist es so dunkel? Ach so, da ist ein Eingang. Ich dachte schon, ich muss ein Rätsel lösen, um reinzukommen. Aber nein, die Hintertür war offen. Das sieht nicht sehr einladend aus hier. Kann ich das Wasser abdrehen? Nee. Hallo?
Habe ich eine Taschenlampe? Nee. Ein Müllsack, da sind sicher Leichenteile drin. Okay, ich glaube, ich bin hier falsch. Und ich kann nicht mehr sprinten, verdammt. Warum nicht? Weil ich das Achievement bekommen habe? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Kann ich random Knöpfe drücken? Okay. Womit kann ich denn hier interagieren? Ja, geh weg, Schild. Ist voll unheimlich. Ich durchstöbere die Leichen. Ach, das ist... Ach, ist das unheimlich. Warum? Und... Ach so, da. Okay. War das gut? Aber was habe ich jetzt bewirkt? Es klang so, als wenn irgendwo der Strom angegangen wäre, aber ich wüsste nicht wo. Hallo? Ja, ich weiß. Muss ich da noch mehr machen? Den Hebel? Nee. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss ich wieder nach draußen. Warum erzählt er nichts von dem Mädchen? Warum sagt er sich einfach, da war eine geisterhafte Erscheinung eines kleinen Mädchens unten im Keller des Asylums und sie hat die ganze Zeit mit den Füßen gewackelt und ich hatte Angst. Nein, davon erzählt er natürlich nichts. Aber von einem Baum. Vielleicht ist da oben jetzt irgendwas passiert. Hallo? I heard the hum of generators. Apparently I'd switched on the spare power supply. Okay, das freut mich. Von wo kommt das Geräusch? Nicht von hier, okay. Muss ich vielleicht wieder nach draußen? Habe ich irgendwas anderes draußen bewirkt? Vielleicht funktioniert die Seilbahn wieder und ich kann hier abhauen und Ende. Und dann stellt sich die Frage, warum bin ich dann noch hier? Okay, ich kann wieder sprinten, das ist schön. Bilden Sie den There was an Strom aus? elevator that could lift me up to the asylum's back Ach entrance, so. but it was de-energized. I had to turn the electricity back on. Das habe ich doch gerade gemacht. Bilden Sie Schema so, dass das Signal aus dem Punkt A zum Punkt B kam. Dioden geben Signale von einer Seite zur anderen weiter. Sie sind einseitig und senden das Signal in einer geraden Linie. Biegen und lassen das... Okay. Das heißt, ich muss von da nach da. Mal überlegen. Moment. Wenn ich das da rein tue, dann so. Geht sich das aus? Ne, das würde gar nicht gehen. Das würde gar nicht gehen. Moment. Das würde nicht gehen, weil uns fehlt dann nämlich hier eins. So. Ah, so. Okay, aufwärts. Das ist ganz schön hoch. Ich hoffe, ich stolpere jetzt nicht. Das klang gerade wie ein Auto. Vor allem, wer baut solche Fahrstühle? Warum?
ist voll sinnlos. When I reached the top, I saw the entire mountainside on which Memority stood. Remarkable, Jack. Have you already entered the asylum? I'm almost in. Wie begeistert dieser Romanov eigentlich von mir ist. Das freut mich. Okay, das ist irgendwie sehr neblig hier. Giftgas. Tot. War ich vielleicht mal Patient hier? Und bin deswegen hier zurückgekehrt, weil mir irgendwie eingefallen ist, dass ich meine Autoschlüssel hier vergessen hatte? Ich habe keine Ahnung. Okay. Welche Haupttätigkeit wurde in Memority durchgeführt? What was the main activity conducted at Memority? The focus was on Rammex. We all put our efforts on it. Okay, kann ich noch was fragen? Außer Rammex gab es noch Präparate, die entwickelt wurden? Besides Rammex, were there any other drugs? Yes, a drug called RX-44. It had the basic function of neural network recovery, but was too imperfect and unstable. However, it became the basis for the development of RX-45, which is now known as Rammex. Aha. Ja, danke. Wo wir sind! Wo wir sind! Where are we? I'm sorry, Jack, but I cannot tell you that. Du bist tief in mir drin? Okay, das klingt jetzt voll falsch. Und kannst du mir nicht mal das sagen? Wie wichtig war die Forschung? Wahrscheinlich total unwichtig. How important was this study? Important enough to annihilate the entire asylum for it. Wussten sie zu viel? Ich habe keine Ahnung. Was haben wir da? Schuhe, neue Schuhe. Hosen. Shirt. Und eine blaue Schachtel, kann ich die benutzen? Nee. Okay, da ist nichts Interessantes. Was will Romanov jetzt schon wieder? Ich will jetzt eigentlich gar nichts fragen. So. Patrick. Also fing hier in der letzten Zeit Chaos mit diesen Änderungen des Sicherheitssystems an. Bald muss eine Sicherheitsfirma aus Bukarest kommen. Ich habe Passwort in unseren Reservecomputer im Erdgeschoss neben dem Eingang verändert. Das Passwort ist Memority 2010. Wenn die Firma kommt, stelle sofort ein neues System. Apropos, erlaubt man es uns jetzt zum Internet von Arbeitscomputern anzuschließen? Der Browser arbeitet jetzt, du kannst ihn selbst prüfen. Das ist so schönes Deutsch, was hier gesprochen wird, das freut mich so sehr. Wow, mit der Computer kann man die empfangenen E-Mails und Chatten lesen. Und Chatten lesen. Letztendlich geöffnete Dateien durchsehen, Sicherheitseinrichtungen steuern, die meisten Computer benötigen das Passwort, man kann es in Notizen, loggen. Okay, ja, dann wollen wir mal. Muss ich das jetzt echt hier reinschreiben? Okay, Memority 2010. Enter. Was für ein wunderschönes Hintergrundbild. Recent Files. Verdammt gelöscht. E-Mails gesendet an alle Memority-Mitarbeiter. Im Zusammenhang mit der Änderung der Hauptsicherheitssysteme entsprechen die neuen Passwörter für die Computer im Erdgeschoss den Nummern der Büros, in denen die Computer sich befinden. Wir empfehlen Ihnen dringend, Ihre Passwörter bald zu ändern. Okay. Webbrowser. Aha. Gibt's hier einen Verlauf? Ist es... Was? Bin ich jetzt echt auf Google? Heißt das, ich kann das Internet nutzen für Recherchen? Das wäre natürlich geil, wenn es die Möglichkeit gibt, sozusagen so eine Verknüpfung zwischen realer Welt und Spiel. Das ist ja spannend. Das finde ich ja cool. Ist irgendwas gelöscht worden? Nee. Okay, Freunde, ich werde an der Stelle die Folge beenden. Also ich bin echt gespannt, wohin sich das Ganze entwickelt. Vor allem jetzt mit diesen Computern bin ich echt neugierig, ob das so ist, wie ich mir gerade vorstelle. Dass man eben in der realen Welt was nachgoogeln kann, um die Info in dem Spiel zu verwenden. Das wäre echt spannend. Ich freue mich. Bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Tako. Macht's gut.